Anstoßen in der Höhe ist meist gar nicht so einfach. Man verkrampft, man blockiert und dann kommt kein Ton mehr raus. Man kann eventuell den Ton nach oben schleudern und aushalten, aber ein Anstoßen ist bei weitem nicht mehr zu denken. Heute zeige ich dir eine Übung, mit der du trainieren kannst, dir auch bewusst machen kannst, was unten passiert und was im Übertrag auf die Oktave passieren muss. Also wir starten hier auf C2 in bequem Mittellage und halten hier erstmal den Ton aus. Wichtig ist aber, dass wir mal fühlen, was passiert denn eigentlich? Wie fühlt sich meine Ansatzmuskulatur an? Wie strömt die Luft nach außen? Wie fühlt sich die Spannung im Körper an? Was ist da alles beteiligt? Und das erfahren wir eben, wenn wir den Ton einfach mal aushalten. C2. Jawohl, das muss alles stabil sein, damit eben die Frequenz rauskommt. Wenn ich jetzt in die Oktave gehe, ist natürlich die Belastung des Körpers wesentlich höher. Die Muskulatur ist stärker angespannt, die Luft fließt wesentlich intensiver nach außen, der Luftdruck im Körper steigt auch. Hier vorne der Ringmuskel, die Ansatzmuskulatur muss wesentlich höherem Druck standhalten, deswegen ist die auch stärker angespannt. Das mal zum groben Gefühl, was da so passiert. Jetzt fehlt natürlich noch ein entscheidender Faktor, nämlich der Faktor Zunge, also das Anstoßen. Der Luftstrom fließt nach außen, strömt nach außen und die Zunge schneidet diesen, damit eben bei der Trompete der angestoßene Ton zum Klingen kommt. Das heißt, auch hier starten wir wieder in unserer Kommodenlage, nämlich auf C2. Ja, es ist alles stabil. Und die Zunge tupft eben dazwischen, damit der Anstoß zustande kommt. Und jetzt eben der Übertrag dann in die Oktave. Also auch hier wieder daran denken, das muss alles stabil sein. Das ist natürlich in der hohen Lage wesentlich größerer Belastung, Anstrengung ausgesetzt als letztendlich in der tieferen Lage. Aber da geht es einfach darum, Bewusstsein holen, Übertrag. Bewusstsein holen, Übertrag. Ist dir das zu hoch, dann starte tiefer auf F1 auf F2. C1 auf C2, auch kein Problem. Und dann schrittweise eben anpassen. Gerne auch in Halbtonschritten, damit du erstens mal ein Gefühl dafür bekommst, was passiert. Und zweitens mal, dass du eben erfährst, das muss stabil sein. Und dann kommt die Zunge noch dazu, damit ein Anstoß auch in den höheren Lagen dann möglich ist. Wichtig ist immer, das ist nur ein Teilbereich des Übens, also nur ein kleiner Bereich, ein paar Minuten und nicht halbe Stunde, das hältst du nicht durch. Dementsprechend immer gerne wissen, okay, jetzt machen wir ein paar Minuten Höhentraining, nehme ich jetzt heute mal diese Übung zum Beispiel. Und dann übst du Literatur, deine Etüden, andere technische Aspekte des Trompetespielens. Und dann kannst du dir immer, am besten auch gleich noch ein Übetagebuch schreiben, damit du immer weißt, okay, heute habe ich das gemacht, etc. pp. Eine super Idee, mittlerweile nutze ich es auch, um einfach den Überblick zu bewahren bei so vielen Übungen. Schreib gerne in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert, beziehungsweise welche Erfahrungen du gemacht hast. Hast du Fragen, dann auch ab in die Kommentare. Ansonsten am Ende gerne noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.